Und hier kommt eine Frage, ob jede Seele eine bestimmte Wesenslichtfarbe hat, wenn wir schon bei Lichtgittern und so sind. Eine, die sich nicht verändert. Und ist sie vielleicht von der Herkunft abhängig, wenn man von einem bestimmten Planeten kommt? Gibt es sowas? Also so wie du auch sagst, jeder hat eine Grundschwingung, die sich auch nicht verändert, wenn man gerade Freude hat oder mal traurig ist. Gibt es so eine Wesenslichtfarbe? Ja, es gibt schon so eine Seelenfarbe. Also es gibt ja in der geistigen Welt so Seelengruppen. Und die haben ja so verschiedene Ausrichtungen oder Schwerpunkte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man dem sonst sagen soll. Und man kann da schon eine bestimmte Energie oder Farbe zuordnen. Ja, vielen Dank. Siehst du die auch? Also manchmal. Ich schaue da jetzt nicht jede Gruppe an und schaue, was hat die jetzt für eine Farbe. Aber Nein, tust du nicht, weiß ich. Man kann sie schon sehen. Okay. Hier eine ganz andere Frage. Wie kann ich aktiv bewusst gewordene Glaubenssätze loslassen? Also du merkst, da habe ich so einen Glaubenssatz und den möchte ich gerne loslassen. Also, dass man sich halt überlegt, was wäre denn ein anderer Glaubenssatz, den man stattdessen möchte. Weil dieser Glaubenssatz, den man nicht mehr möchte, den muss man ja irgendwie ersetzen mit einem anderen. Weil auch gedanklich geht es ja darum, dass man da was anderes denkt. Und dafür muss man ja wissen, was das wäre. Ja, ich glaube, das ist der erste Schritt, sich mal bewusst zu werden, was will ich denn stattdessen? Also das finde ich eine gute Formulierung. Aha, hier ist ein Glaubenssatz, zum Beispiel, ich habe früher mal damit gearbeitet auch, quasi als ich noch therapeutisch tätig war, eben diese Glaubenssätze mal rauszufinden, die aktiv sind und die dann zu überschreiben. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man die überschreiben kann mit Übungen, die auch beide Gehirnhälften synchronisieren. Und die erste Frage ist eben, was will ich stattdessen? Wenn das Glaubenssatz heißt, ich habe es gar nicht verdient, glücklich zu sein zum Beispiel. Also wir haben ja die unmöglichsten Sachen in unserem Unterbewusstsein manchmal. Ne, so. Und wenn sich sowas zeigt, oder ich bin es nicht wert, oder irgend sowas, und dann ist die Frage, was will ich stattdessen? Und damit geht man dann hin und beginnt mit verschiedenen Übungen, diesen einen Glaubenssatz zu überschreiben. Das geht teilweise mit Affirmationen, aber das reicht nicht. Da gehört auch das Gefühl dazu. Und sehr oft können wir auch versuchen, uns vorzustellen, es wäre bereits eingetreten, was wir uns wünschen. Und dieses Gefühl in uns hervorzurufen, denn wir sind ja verantwortlich für unsere Gedanken und unsere Gedanken sind immer verbunden mit unseren Gefühlen. Und es gibt da verschiedene Wege dazu. Und wenn du es allein nicht schaffst, dann such dir Hilfe. Es gibt Leute, die so arbeiten. Ja, was haben wir noch für eine Frage? Kann es vorkommen, dass Zwillinge, circa 3 Jahre alt, ihre Seele untereinander wechseln oder austauschen oder wahrscheinlich so hin und her? Mal ist die eine im einen Körper, mal die eine im anderen Körper. Also kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Also ich meine, theoretisch kann schon eine Seele einen physischen Körper verlassen und dann kommt eine andere Seele und lebt
im physischen Körper weiter. Also das gibt es ja schon, dass Seelen tauschen können. Aber das braucht schon einen Grund und ich habe zumindest bis jetzt nie davon gehört, dass Zwillinge die ganze Zeit Seelen tauschen. Also vielleicht gibt es das, aber ist mir bis jetzt noch nie über den Weg gelaufen und mir käme gerade auch keinen Grund in den Sinn, warum das aus seelischer Sicht irgendwie hilfreich wäre. Aber ja, ich kenne die Zwillinge nicht, also von dem her kann ich das so nicht sagen, ich habe die ja nicht gesehen. Was gibt es denn eigentlich für einen Grund, frage ich mich jetzt gerade, kam gerade bei mir die Frage, also von der Seelenebene her, als eineiiger Zwilling oder überhaupt als Zwilling zu inkarnieren? Ist es, weil man sich eine Unterstützung wünscht im Leben oder weil sehr häufig sind Zwillinge ja sehr nah und ich meine, gerade du kannst ja darüber, weißt ja, wie sich das anfühlt. Weißt du noch, was dein Grund war und der Grund deiner Zwillingsschwester Elena, dass ihr beschlossen habt, als Zwillinge zu inkarnieren? Also es gibt ja ganz verschiedene Gründe, warum jemand als Zwilling inkarniert. Ich kann jetzt nicht allgemein sagen, dass es immer dieser Grund ist oder dieser, aber ein Grund zum Beispiel, den es gibt, wenn eine Seele sagt, sie inkarniert auf der Erde und also wenn man auf der Erde inkarniert, dann muss man ja wie von der Ebene, auf der man als Seele ist, muss man durch diese Energieschichten durch und sich wie runter verdichten, bis man auf der physischen Ebene hier auf der Erde ist. Und es gibt Seelen, die sagen, sie machen das nicht alleine, sondern zu zweit oder zu dritt oder wie viel auch immer. Einfach weil sie sich energetisch damit helfen können und es einfacher ist, hier überhaupt zu landen. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Also da gibt es ja sicher auch noch andere. Eigentlich hätten alle Starseeds doch als Doppelpaket kommen können, dann wären wir jetzt schon doppelt so viele. Das wäre doch eine gute Idee gewesen. Vielleicht. Ach ja. Aber es braucht vielleicht eben gar nicht doppelt so viele, weil wir schon genug sind, weil wir ja so viel Herzenskraft in das Feld bringen. Und es ist immer wieder so spürbar. Das möchte ich einfach immer jedes Mal sagen, wenn wir diese Community Calls haben und ganz besonders bei den Meditationen finde ich das auch so spürbar. Dieses starke Herzensfeld. Freue mich schon auf die nächste Meditation nächsten Sonntag. Hier ist eine Frage. Weshalb ist derzeit weltweit die Demokratie am Kippen und Lügen stehen an der Tagesordnung mit Trump, Musk, Putin, Orban etc.? Weshalb wird das Woke-Bewusstsein angefeindet? Es sind doch Seelen, die oft Probleme mit ihren Körpern haben. Was ist Woke? Was ist das? Ja, das ist so ein ganzes Konglomerat, also so ein ganzes Paket aus dieses LGBTQ, dass es x verschiedene Geschlechter gibt und also diese Regenbogenfahnen stehen dafür. Weißt du jetzt, was ich meine? Oder was Vogue? Das nennt man Vogue. Wahrscheinlich umfasst es noch viel mehr. Ich habe mich nicht sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Deshalb kann ich es jetzt nicht genauer umschreiben. Ja, ich eben auch nicht. Das geht irgendwie alles an mir vorbei. Aber also wegen der Frage, warum
die Demokratie überall am Kippen ist und Lügen an der Tagesordnung sind. Also, ja, wie soll man das sagen? Die Lügen waren schon immer an der Tagesordnung. Das ist nicht neu. Und die Demokratie, gab es die überhaupt jemals? Also, ich weiß nicht, also, ich vermute, der Mensch, der das geschrieben hat, der stellt sich vor, dass das irgendwie wie neu ist, dass, oder versteht nur ich den Text so, oder? Also, ja, wie erklärt man das jetzt am besten? Also, man sagt ja immer, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht. Man muss auch sagen, man soll nicht alles glauben, was im Fernsehen kommt. Und das war schon immer so. Also zumindest seit ich hier auf der Erde war, kann ich mich an keine Zeit erinnern, wo das nicht so war. Ja, und von dem her, ja, Lügen stehen schon an der Tagesordnung, aber das war früher auch so. Und das hat auch nicht unbedingt was mit den Namen zu tun, die da aufgezählt sind. Gibt ja Leute, die ja, sind da noch ein bisschen spezieller. Von dem her, ja.